Willkommen bei Festool. Heute geht es um neue Akkuprodukte und Zubehör, entwickelt für eure Arbeit auf der Baustelle und in der Werkstatt. Wir zeigen euch, was neu ist, wo die Vorteile liegen und wo ihr im Alltag profitiert. Starten wollen wir mit unseren neuen Stichsägen. Also Akku laden, zurücklehnen, los geht's. Festool kann Stichsägen. Mit der bereits eingeführten PSC E18 haben wir unsere Familie Mitte des Jahres erweitert. Die neue PSC 500 ergänzt das System nun um eine kraftvolle und vielseitige Stichsäge. Bei allen Modellen steht PS hier für Pendelstichsäge, das C für Cordless und bei der kleinen hier steht das E noch für Easy. Die 500er gibt es in zwei Varianten. Einmal die Knaufform, die PSC 500 und die Bügelform, die PSBC 500. Und 500 ist die Modellbezeichnung für die neue Generation der Maschine. Die Bügelvariante hat nicht nur eine andere Form, sondern auch einen Gasgebeschalter, während sie von der Knauf-Variante unterscheidet. Der Schalter der PSC schaltet an und aus und mit Sanftanlauf. Mit dem Gasgebeschalter der PSBC könnt ihr selbst feinfühlig dann dosieren. Wenn es euch um Geschwindigkeit und Einfachheit geht, ihr einfach kurz Dinge ab- oder aussägen wollt und dabei möglichst leicht und flexibel unterwegs sein müsst, wie auf der Montage, dann ist die PSC 18 die richtige Maschine für euch. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche und genau das macht sie richtig gut. Mit dem fixierten Tisch könnt ihr euch jederzeit auf exakte Schnitte verlassen. Es gibt ein Dauerlicht, Automatikmodus, Pendelhub, eine Blasfunktion und natürlich kann man sie super absaugen, damit ihr auf der Baustelle auch wenig Reinigungsaufwand habt. Und mit unserer Auswahl an Sägeblättern seid ihr für jedes Material gerüstet und erzielt immer das beste Ergebnis. Nun, im Malergewerk nimmt man sie bei Unterkonstruktionen für Gipskarton oder wenn man Wandinnendämmungen baut. Ich als Schreiner nehme sie gerne mit bei der Küchenmontage oder beim Möbelbau. Auch beim Bodenlegen ist sie natürlich super interessant für die Ausschnitte von Heizungsrohren, Türzargen oder der schiefen Wand, die, glaube ich, jeder kennt. Einfach eine kompakte, leichte Maschine, die immer im Auto liegen sollte. Wir empfehlen die PSC 18 für Materialstärken bis 40 mm. Sobald es aber um stärkere Balken im Holzbau oder besonders vielseitige Anwendungen geht, bei denen ihr mehr Leistung oder Zubehör wie den Kreisschneider oder eine Stahllaufsohle benötigt, seid ihr mit den neuen Stichsägen PSC und PSBC 500 richtig ausgerüstet. Auch sie haben natürlich wieder alle starken Basics einer Stichsäge, wie Pendelhub, Blasfunktion, Automatikmodus und im Vergleich zur PSCE kann man hier das Licht zusätzlich auch über die Festool-App einstellen. Ihr könnt hier wirklich große Materialstärken bis 120 mm problemlos bearbeiten und bei Balkenköpfe, Kurven oder Ausklinkungen anfertigen. Im Gegensatz zur PSC Easy haben die PSC und die PSB C500 auch einen verstellbaren Tisch, mit dem ihr auch Winkelschnitte beispielsweise für Zierwaldkanten durchführen könnt. Auch Kreisschnitte sind kein Problem, mit oder ohne Kreisschnitte und unter uns, oft ist es schneller gemacht als mit der Oberfräse. Die größere Bauform der PSC 500 schafft natürlich Platz für mehr Power. Nicht nur in der Zimmerei, sondern auch in der Schreinerwerkstatt bringt euch das richtige Vorteile. Beispielsweise für präzise Anpassarbeiten oder konturgenaue Schnitte in Massivholz und Plattenmaterial. Für maximale Ausdauer und konstante Leistung empfehlen wir den neuen Tablis TBX4 Akkupack. Er sorgt für längere Laufzeiten, kurze Ladezeit und unterstützt den kraftvollen, gleichmäßigen Durchzug. In meiner Werkstatt wird die PSC 500 auf jeden Fall ein Zuhause finden, als Allrounder für alle Fälle. Denn sie ist nicht nur super stark, sondern auch sehr präzise. Die PSC und PSBC 500 sind also eure Wahl, wenn ihr eine kraftvolle Stichsäge für vielseitige Zuschnitte mit höchsten Präzisionsansprüchen sucht. Und die PSC E18 ist euer leichter, verlässlicher Begleiter für einfache, schnelle Schnitte. Das heißt, wie ihr seht, Festool bietet jetzt für alle Anwendungen die Stichsäge, die wirklich zu eurem Einsatz passt. Und wer sich nicht entscheiden kann, nimmt einfach beide, so wie ich.
Auf den ersten Blick kompakt, auf den zweiten richtig stark. Was dieser Kombihammer alles kann, zeigt euch Flo jetzt Schritt für Schritt. Da ist er, der KHC S18. KH steht für Kombihammer, C wie immer für Cordless und S steht in diesem Fall für Small, da er der kleine Bruder vom großen KHC 18 ist. Viele Handwerker nehmen den KHC 18 nur dann mit, wenn sie genau wissen, dass sie ihn heute brauchen. Wenn dann aber spontan mal ein Anwendungsfall für einen Kombihammer auftaucht, können wir jetzt den KHC S18 im M-Sustainer einfach immer im Auto behalten. Er ist leicht, kompakt, liegt gut in der Hand. Trotzdem kann er bohren und meißeln und bringt dabei eine Schlagenergie von 1,7 Joule mit. Ich bin auch viel auf der Montage unterwegs und da ist mir sauber und staubfrei arbeiten immer wichtig. Beim Meißeln und beim Bohren finde ich die Absaugvorrichtung super praktisch. Wenn ich zum Beispiel Küchenschränke aufhänge, hilft mir die Absaugung beim Setzen der Dübellöcher und ich habe einen sauberen Arbeitsplatz. Und gerade bei Montageeinsätzen, bei denen ich Bohranwendungen in Stein und Beton bis zu einem Durchmesser von 12 mm habe, ist der KHCS ideal. Es geht aber auch mal ein Bohrdurchmesser von 18 mm. Nicht nur beim Kombihammer gibt es nun eine kompaktere Version, auch unsere Säbelsäge bekommt ein kleines Geschwisterchen. Frank stellt sie euch nun vor. Das hier ist nun das gute Stück, die ERS C18. E steht für Einhand, RS für Reziprosäge und C für Cordless mit 18 Volt. Aber ich denke, die meisten sagen einfach Tigersäge oder Säbelsäge dazu. Wozu braucht man eigentlich so eine Säbelsäge? Im Schwäbischen würden wir sagen, wenn man einfach geschwind etwas rasägen muss. Also zum Beispiel bei Abbrucharbeiten oder beim Umbau. Alte Fenster aussägen, Geländer oder Armaturen absägen, schnell mal den Balken kürzen, also solche Dinge. Der Vorteil von einer kleinen Säbelsäge ist hier, dass ihr sie bequem mit einer Hand halten könnt. So habt ihr die andere Hand frei, um das Gesägte zu sichern. Zudem wiegt sie gerade mal 2 Kilo, also ermüden eure Arme weniger schnell. Und mit dem passenden Sägeblatt kommt ihr durch jedes Material. Wir haben übrigens 6 verschiedene im Sortiment. Die kennt ihr vielleicht auch schon von unserer großen Säbelsäge, der RSC 18. Nun, eines meiner Lieblingsdetails ist die Absaugvorrichtung. Und die könnt ihr einfach hier vorne aufstecken. Und so habt ihr immer eine gute Sicht auf den Schnitt. Neben den neuen Maschinen gibt es auch einige Neuigkeiten im Bereich Zubehör. Weiter zu Simon und Flo. Als erstes zeigen wir euch den neuen Baustrahler Syslite Duo H. Das H steht für Hybrid. Ihr könnt ihn also mit Kabel oder mit Akku betreiben. Hier sind 192 LEDs verbaut. Damit kommen wir auf 10.000 Lumen Lichtstärke. Dank des 180 Grad Strahlwinkels werden selbst verwinkelte Bereiche optimal ausgeleuchtet. Zudem könnt ihr den Syslite auch bequem über die App steuern, also zum Beispiel dimmen, mit anderen Syslites gruppieren oder die Akkulaufzeit abrufen. Ebenfalls neu ab Herbst ist der Multifunktionsanschlag für die KS 120. Und wie der Name schon sagt, ermöglicht der Anschlag verschiedene Funktionen. Er dient als Niederhalter, das heißt, das Material kann einfach ohne Zwingen unter dem Profil positioniert werden und bietet so mehr Sicherheit gegen Materialrückschläge. Außerdem könnt ihr ihn als Längenanschlag nutzen, mit Anschlagreiter für wiederholgenaue Schnitte bis in die kleinsten Maße. Und als Halter für Kronleisten ist er auch verwendbar. Die Leisten sind so bis ans Sägeblatt abgestützt und können nicht verrutschen. Zudem haben wir im hinteren Bereich verschiebbare Splitterschutzleisten. Diese gewährleisten ausrissarme Schnitte, selbst bei kleinsten Abschnitten. Seit Mitte des Jahres gibt es weitere Zubehörlichter für unsere OF 1400.
aber auch für unsere Kompaktschleifer. Die lassen sich ganz einfach auf eure Maschine aufstecken. Bei der Oberfräse dient das Zubehörteil auch gleichzeitig als Absaughaube. Sie ist kompatibel mit allen OF 1400 Modellen und lässt sich werkzeuglos am Frästisch montieren. So rüstest du deine Oberfräse im Handumdrehen auf. Passend zu den ganzen vorgestellten Akkuneuheiten gibt es seit Mai einen Multicharger. Ein Schnellladegerät im Sustainer-Format. Die Akkus sind auch bei gestapeltem Sustainer jederzeit einschiebbar oder entnehmbar. Und so können bis zu 4 Akkus gleichzeitig geladen werden. Auch neu seit ein paar Monaten ist unser Flex-Absaugarm. Der schwenkbare, von oben geführte Absaugarm sorgt für freie Bahn. Kein Verhaken, kein Stolpern. Es gibt ihn entweder als Werkstattvariante für die Wand oder als Variante für den Sauger. Last but not least gibt es noch 2 neue Handschleifklötze und ein Erste-Hilfe-Set im Sustainer-Format. Weitere Infos zu allen Zubehören findet ihr in der Videobeschreibung und auf unserer Webseite. Wie ihr seht, mit unseren Herbstneuheiten seid ihr bestens ausgerüstet in der Werkstatt und unterwegs auf der Baustelle. Ebenso top ausgerüstet seid ihr mit unseren neuen Fanartikeln, Taschen, Rucksack, Pulli. Schaut gerne in die Videobeschreibung, hier findet ihr die Links zur Website und dort dann weitere Details. Ich packe dann mal meine Sachen, schreibt gerne euer Feedback zu den Neuheiten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.